Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk und herzlich willkommen zu den Aussaat-Tipps September. Ja, tatsächlich. So langsam neigt sich der Sommer zum Spätsommer und der Herbst steht auch schon vor der Tür. Das Frühjahr war sehr kalt, es war insgesamt sehr nass. Einige haben ihre Tomaten komplett verloren, bei anderen dauert es mit den Paprikern ewig. Was will ich sagen? Dieses Jahr verlangt uns Gärtnern doch einiges ab. Und selbst wenn ihr gerade gestartet habt mit dem Gärtnern, lasst euch nicht unterkriegen. Dieses Jahr war nicht das beste Jahr bisher. Wer weiß, wie es im Spätsommer noch aussieht. Falls ihr unsere Videos schon länger verfolgt oder mehrere gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass bei uns im Garten die Beete eigentlich so gut wie nie leer sind. Also irgendwas wächst immer und wir haben teilweise in den Hochbeeten bis zu 2, 3, manchmal sogar auch 4 Kulturen stehen. Wir ernten also immer wieder nach Bedarf und das bedeutet natürlich auch, dass wir immer wieder schauen, neue Pflanzen in die Beete reinzukriegen. Das heißt, eine versetzte Ernte heißt natürlich auch eine versetzte Aussaat und deswegen möchte ich euch heute vorstellen, was bei uns jetzt noch in die Aussaat kommt, sodass wir auch weiterhin schönes, leckeres, vitales, gesundes eben aus unseren Beeten ernten können. Jetzt im September gibt es doch einiges, was wir noch aussehen können, auch wenn es natürlich nicht so viel ist wie jetzt zum Beispiel im April oder im März. Was vor allen Dingen vor der Tür steht für die Aussaaten, das sind Blattgemüse und eben auch Wurzelgemüse. Und wenn ich mal überlege, wie viel Blattgemüse ich jetzt noch in meinem Garten anbauen kann und wie wichtig dieses Grün für unsere Gesundheit ist, dann kann ich euch nur dazu motivieren und auffordern, baut auf jeden Fall auch grünes Blattgemüse noch an. Wir hatten ja bereits im Juli eine solche Box, eine andere Farbe war es, glaube ich, noch zusammengestellt, sodass ihr bei uns im Webshop nicht alle einzelnen Saaten per Hand zusammenklicken müsst, sondern alles direkt mit einem Artikel zusammen habt. Das Feedback war ziemlich gut, vielen Dank dafür. Die ein oder andere E-Mail erreichte uns. Das war schon ein schönes Gefühl, dass wir es tatsächlich einigen etwas erleichtert haben. Deswegen haben wir es jetzt für September nochmal so gemacht. Wer nur dabei ist, der könnte, wenn er möchte, eine solche schöne blaue handgefertigte Box dazu mitbestellen. Aber natürlich gibt es die Tütchen als Zusammenstellung auch wieder als Artikel ohne Box. Der Link dazu ist unter diesem Video direkt zu finden in der Infobox. Schaut einfach mal vorbei, wenn es euch interessiert. Beim Blattgemüse unterscheiden wir nochmal in 3 Kategorien jetzt. Und zwar einmal in die, die nicht so winterhart sind, also die schnell kaputt gehen würden, wenn es kalt wird, die man also schon vorher abernten muss. Dann in die, die so ein bisschen bedingt winterhart sind, könnte man sagen. Und in die Kategorie, die gar kein Problem haben im Winter, die wir als winterhart bezeichnen. Und mit denen fangen wir jetzt auch direkt an. Bei uns sind das der Postelein, Feldsalat und eben auch die Winterkresse. Beim Feldsalat ist es ziemlich einfach. Habe ich den Fall, dass mein Beet noch bestellt ist, wo der Feldsalat eigentlich hinein soll, dann kann ich ihn einfach vorziehen, beispielsweise in so Quickpot-Platten. Muss ich aber nicht, wenn mein Beet schon frei ist, dann kann ich auch breitwürfig direkt in der Direktaussaat das Saatgut in die Erde bringen. Das ist überhaupt nicht wirklich schwierig. Der Feldsalat braucht eine Keimtemperatur von ungefähr 10 bis 15 Grad. Das heißt natürlich auch, dass ich jetzt im Spätsommer schaue, ja, wie ist das Wetter? Das ist ja als Gärtner sowieso immer sehr wichtig. Wenn also gerade ein paar wirklich sehr warme Tage angesagt sind, sind das wahrscheinlich nicht die richtigen Tage, um eben den Feldsalat dann auszusehen. Oder eben auch bei anderen Blattgemüse ist es ähnlich, zum Beispiel bei der Winterkresse. Was ich noch machen kann, worauf wir achten, ist natürlich, dass ich meine Aussaatplatten, insofern ich dann vorziehe, dass ich sie schattig stelle und gegebenenfalls mit kaltem Wasser gieße. Neben dem Feldsalat und der Winterkresse gibt es noch eine winterharte Kultur und das ist der Postelein. Postelein sieht nicht nur unheimlich schön aus, schmeckt auch sehr mild, ist gerade für Kinder unheimlich gut geeignet. Und wenn ihr den einfach mal aussamen lasst, ja, den wird man hinterher eigentlich nicht mehr los. Wichtig bei der Aussaat ist zu wissen, dass es wirklich eine Saat ist, die es ganz gerne kalt hat. Also mit einer Keimtemperatur von ungefähr 4 bis 10 Grad möchte der es natürlich etwas kühler haben. Wir haben es bisher so gemacht, als Tipp, dass wir die Aussaatschale einfach für 1, 2 Tage in den Kühlschrank gesteckt haben. Aber Community sei Dank, Schwarmwissen, von euch kam der Tipp, Hammergarten Gemüsekiosk, braucht ihr gar nicht machen. Nehmt einfach das Saatgut, steckt es ein paar Tage in den Kühlschrank und dann hat der Postelein, das Saatgut, den Kältereiz bekommen, den er braucht, um dann keimen zu können.
Das haben wir ausprobiert. Vielen Dank nochmal. Und das Ergebnis könnt ihr hier sehen. In der Quickpot-Platte hier wächst es gut. Es hat also gut funktioniert. Und natürlich machen auch wir, genau wie alle anderen, sich das Leben gerne mal leicht. Das heißt, statt der Aussaatplatte, die in den Kühlschrank zu legen, legen wir einfach das Saatgut in den Kühlschrank. Und so bekommt der Postelein den Kältereiz, den er eben braucht. Den Postelein könnte ich theoretisch ja auch in der Direktaussaat ausbringen. Allerdings ist dann wichtig zu gucken, an welchen Tagen habe ich diese kalten Temperaturen. Und das ist natürlich eher in den späteren Monaten. Also da können wir das noch im Oktober machen, können wir das noch im November machen. Wenn ich den jetzt schon aussehen möchte, dann ist der Trick mit dem Kühlschrank natürlich super. Dann ist das Vorziehen auch ganz sinnvoll, weil es dann eben auch so überhaupt funktioniert. Und was ich natürlich auch damit erreiche ist, wenn ich den jetzt schon aussehe, dann habe ich natürlich auch die Ernte etwas früher. Die dritte Kultur, die winterhart ist, also die ich im Beet stehen lassen kann, den ganzen Winter über, das ist, wie ich eben schon gesagt hatte, bei uns die Winterkresse. Bei Winterkresse, lasst euch aber vorher gesagt sein, falls ihr sie noch nicht angebaut habt, sie ist leicht scharf, leicht pikant, also ist jetzt nicht das Blattgrün, was man Kindern unbedingt andrehen muss, aber für denjenigen im Haus, der es gerne ein bisschen pikanter und schärfer mag, gerade im Winter auf dem Brot, ist das das perfekte Grünzeug. Wir verfahren bei der Winterkresse so, dass wir sie entweder direkt im Beet ausbringen, je nach Temperaturen, oder eben vorziehen, gerade dann, wenn noch kein Platz im Beet ist. Wichtig zu wissen ist, bei der Winterkresse ist es ähnlich wie beim Feldsalat, nur dass wir da eben die Abstände etwas größer wählen. Bei den 3 Saaten haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Da ist ein bisschen Geduld gefragt, lieber ein bisschen später. Ihr seht, mit den Tricks vorne rein ist es durchaus machbar, aber nächsten Monat können wir das genauso gut noch machen. Lassen wir uns einfach Zeit dabei und freuen uns über frisches, vitales Grün. Das 4. Blattgemüse, was auch winterhart ist, ist der Spinat. Spinat essen wir unheimlich gerne. Es ist sehr schmackhaft, sehr köstlich, sehr kräftig, die Blätter. Spinat ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr auch so gerne Spinat esst wie wir, dann gibt es einen kleinen Trick, um den eben versetzt anzubauen und auch zu ernten. Zum einen könnten wir ihn jetzt direkt aussehen. Er hat ja eine Keimtemperatur von ungefähr 15 bis 20 Grad. Und dann ist es so, dass wir im Herbst schon zur Ernte kommen. Wenn wir ihn später im Herbst aussehen, dann kommt er erstmal ins Wachstum, ist aber noch nicht so richtig erntereif. Und im Winter passiert Folgendes, er stellt das Wachstum einfach ein, der Frost macht ihm nichts, das heißt, er bleibt einfach stehen im Beet. Und dann, wenn das Frühjahr losgeht, wenn es zeitig losgeht, kommt er wieder in Wallung, kommt ins Wachstum und wir können ihn dann vielleicht schon März, April, je nach Wetter, schon beernten. Im Vergleich dazu, wenn wir ihn dann im Februar, März aussehen, dann ist die Ernte natürlich ein bisschen später. Wer natürlich total gerne Spinat isst, der kann alle 3 Varianten einfach umsetzen in seinem Garten und hat dann immer eine regelmäßige versetzte Spinaternte. Ansonsten schaut einfach, welche Variante die ist, die für euch ja die interessanteste, die passendste ist und probiert es dann einfach aus. Weiter mit dem Blattgemüse. Da ist noch der Asiasalat. Asiasalate, wie zum Beispiel der Mizuna, der grüne oder der Moutarde Rouge, der ein bisschen feingliedriger und rot ist, das sind ganz wunderbare Blattgemüse, die allerdings bedingt winterhart sind. Das heißt, bei uns haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, wenn der Winter etwas strenger war, etwas kälter, dann haben sie es nicht geschafft. In milden Wintern hingegen sind sie aber auch den Winter über weiter gewachsen. Da muss man einfach mal schauen, wie ist das Jahr und vielleicht direkt so planen, dass man sie ja im späten Herbst auf jeden Fall schon ernten kann. Asiasalate an sich sind auf jeden Fall vom Geschmack her nicht so mild, sondern eher schon ein bisschen im Eigencharakter, ein bisschen pikant, ein bisschen delikat, teilweise auch leicht scharf. Aber sie sind in ihrer Anwendung recht vielfältig. Also ihr könnt den zum Beispiel komplett abschneiden und dann auch dünsten in die Pfanne mit anderem Gemüse beispielsweise. Und der Rest, der im Beet steht, der wächst dann auch weiter. Oder aber es ist auch möglich, einzelne Blätter zu ernten, entweder fürs Brot oder klein geschnitten im Salat mit anderen zusammen gemischt. Also hier sind die Anwendungsmöglichkeiten, Zubereitungsmöglichkeiten in der Küche doch recht weit gefächert und von daher würde ich Ihnen auf jeden Fall auch empfehlen.
Und dann gibt es natürlich noch das Blattgemüse, was nicht winterhart ist. Und das sind vor allen Dingen Salate. Hier vor mir seht ihr noch die Quickpot-Platte, die wir im August ausgesät haben. Und die Jungpflanzen können dann noch ins Freiland wandern. Wenn wir dann eine bunte Platte im September jetzt aussehen und die Jungpflanzen etwas größer sind, dann werden wir die nicht mehr ins Freiland pflanzen, sondern die sind dann für den geschützten Anbau. In unserem Aussaatkalender könnt ihr das auch daran sehen, dass da ein Blatt ist mit einem Häuschen. Das bedeutet einfach geschützter Anbau. Also entweder im Gewächshaus oder in einem Frühbeet oder eben auch abgedeckt mit Vlies, sodass sie eben geschützter wachsen können. Wenn ihr euch jetzt fragt, von welchem Aussaatkalender die Jen, also ich jetzt hier spreche, das ist der Kalender, den wir zusammengefasst haben, was wir wann, wie und wofür, mit welchen Keimtemperaturen aussehen. Den gibt's bei uns im Shop und den können wir jedes Jahr wieder neu verwenden und Platz für eigene Notizen ist auch drin. Also einfach mal, wenn es euch interessiert, in der Infobox unter diesem Video einfach mal nachschauen. Während wir hier bei den Salaten Lollo-Salat, Kopfsalat, Batavia-Salat haben, dann gibt's natürlich auch noch einen Salat, der auch sehr beliebt ist. Das ist die Salatrauke. Die können wir jetzt einfach in Direktaussaat in die Erde bringen, aber auch in Kübel oder auch Blumenkästen. Salatrauke schmeckt nicht ganz so mild, aber auch nicht ganz so pikant. Ist eine wunderbare Blattgemüsekultur, die auf jeden Fall nicht fehlen darf. Ihr seht, es ist auch noch einiges, was wir jetzt aussehen können, um unseren Garten zu bestellen, Grünzeug anzubauen und zu ernten. Also es sind auch einige Kulturen, die sich da noch anbieten. Während bei der Aussaat im Bereich Blattgemüse doch noch einiges möglich ist, ist es im Bereich Wurzelgemüse etwas weniger geworden. Unser Hochbeet Nummer 3 zum Beispiel steht aktuell voll wieder mit Wurzelgemüse, was den Winter über stehen bleiben kann, was wir auch immer wieder regelmäßig nach Bedarf beernten können. Einfach eine ganz klasse Sache. Aber wenn ihr jetzt noch Wurzelgemüse aussehen möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Radieschen bieten sich an. Bei uns sind das zum Beispiel die roten kleinen kugeligen Radieschen, aber auch die Geschwister, und zwar sind das die Eiszapfen, die weißen, etwas länglichen, sehr hübsch anzuschauen. Und wer Radieschen mag, der mag auch die Eiszapfen gerne. Radieschen werden natürlich ausgesät in Direktsaat. Das heißt, hier wird nicht vorgezogen, die Saat kommt direkt in die Erde. Und wenn ihr Erfahrung gemacht habt beim Anbau von Radieschen, jetzt gerade im Herbst, dass ihr Schwierigkeiten zum Beispiel mit Maden hattet oder so, versucht's mal, legt mal ein Vlies drüber oder ein Gemüseschutznetz. Da sollte sich das eigentlich erledigen und die Radieschen sollten gesund wachsen. So ihr Lieben, das ist doch einiges, was wir noch in die Aussaat bringen können. Ich würde aber gerne von euch noch wissen, was bringt ihr noch in die Erde, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe? Da gibt es doch bestimmt noch einiges, was bei euch in die Aussaat kommt und im Garten wachsen darf, was wir jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, da freue ich mich sehr drüber. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Falls noch nicht passiert, abonniert gerne kostenlos unseren Kanal. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann seid ihr natürlich immer direkt informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ihr habt bestimmt gesehen, dass wir neben den regulären Sonntagsvideos in der letzten Zeit auch immer wieder Samstag ein kurzes, knackiges Video veröffentlicht haben, wo wir gezeigt haben, wie wir verschiedene Kulturen anbauen. Eben ganz bewusst kurz und knackig zusammengeschnitten aus unserer Serie Grow Veggies. Da werden noch ab und an einige Videos folgen, aber im Gros haben wir es, glaube ich, zusammen. Wenn noch was Neues kommt, werden wir das da in die Playlist einfügen. Diese Playlist haben wir hier oben natürlich auch verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und jetzt ist es ja auch eine große Zeit der Ernte und wir fermentieren unheimlich gerne. Ihr vielleicht auch oder vielleicht noch nicht. Dann schaut unbedingt hier unten mal unser Fermentationsvideo zum Thema Kimchi an. Es macht Spaß, es ist gesund und schön aussehen tut's auch noch. Also viel Spaß bei euch im Garten, in der Küche, bei der Aussaat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!